Lektion 1: Karrieren erkunden. Hast du über bestimmte Karrieren nachgedacht, Anna? Ich interessiere mich für Umweltwissenschaften. Das ist ein großartiges Feld, John. Die Umweltwissenschaften bieten eine Reihe spannender Karrieremöglichkeiten. Was sind einige mögliche Karrierewege in den Umweltwissenschaften? Du kannst als Umweltwissenschaftler, Naturschützer, Umweltberater oder sogar in Rollen im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten, John. Das klingt interessant, Anna. Es ist meine Leidenschaft, einen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben. Die Umweltwissenschaften ermöglichen dir genau das, John. Sie können zur Erhaltung und zum Schutz unseres Planeten beitragen. Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sind für eine Karriere in den Umweltwissenschaften erforderlich? Starke wissenschaftliche und analytische Fähigkeiten sowie Kenntnisse der Umweltvorschriften und Forschungsmethoden sind wichtig, John. Ich verstehe. Ein Hintergrund in Wissenschaft und Forschung wäre also von Vorteil, oder? Ja, John. Ein Abschluss in Umweltwissenschaften, Biologie, Chemie oder einem verwandten Bereich kann eine solide Grundlage bieten. Gibt es bestimmte Branchen, in denen Umweltwissenschaftler beschäftigt sind? Umweltwissenschaftler können in verschiedenen Sektoren wie Regierungsbehörden, Forschungseinrichtungen, Beratungsunternehmen und gemeinnützigen Organisationen arbeiten, John. Das ist gut zu wissen, Anna. Es scheint, als gäbe es verschiedene Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Absolut, John. Der Bedarf an Umweltexpertise erstreckt sich über mehrere Branchen. Gibt es neue Trends oder Schwerpunktbereiche in den Umweltwissenschaften? Ja, John. Zu den neu entstehenden Bereichen gehören erneuerbare Energien, Klimaschutz und nachhaltiges Ressourcenmanagement. Das sind wichtige Themen, Anna. Es ist wichtig, die Herausforderungen anzugehen, mit denen unser Planet konfrontiert ist. Definitiv, John. Umweltwissenschaftler spielen eine entscheidende Rolle bei der Suche nach nachhaltigen Lösungen. Gibt es spezielle Kurse oder Zertifizierungen, die die Karriere in den Umweltwissenschaften verbessern können? Es gibt verschiedene Zertifizierungen wie Leadership in Energy and Environmental Design oder Geographic Informationssystems, die wertvoll sein können, John. Das ist gut zu wissen, Anna. Kontinuierliches Lernen und Spezialisierung können die Karriereaussichten verbessern. Absolut, John. In diesem Bereich ist es unerlässlich, über die neuesten Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Gibt es besondere Eigenschaften oder Merkmale, die für Umweltwissenschaftler von Vorteil sind? Neugier, kritisches Denken, Problemlösung und eine echte Leidenschaft für die Umwelt sind wichtige Eigenschaften, John. Ich glaube, ich besitze diese Eigenschaften, Anna. Ich freue mich darauf, eine Karriere in den Umweltwissenschaften anzustreben. Das ist wunderbar, John. Folgen Sie Ihrer Leidenschaft und Sie werden bedeutende Möglichkeiten in diesem Bereich finden. Vielen Dank für Ihre Anleitung und Einblicke, Anna. Ich fühle mich motivierter, diesen Karriereweg einzuschlagen. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre umweltwissenschaftliche Reise. Ich schätze deine Unterstützung, Anna.
Ich werde Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Bitte TOS, John. Ich freue mich darauf, von Ihren zukünftigen Bemühungen in den Umweltwissenschaften zu hören. Auf jeden Fall, Anna. Bleiben wir in Verbindung und inspirieren wir uns weiterhin gegenseitig auf unseren eingeschlagenen Wegen. Klingt nach einem Plan, John. Zusammen können wir einen positiven Einfluss auf unseren Planeten haben. Absolut, Anna. Arbeiten wir an einer nachhaltigen und umweltbewussten Zukunft. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Viel Glück und lassen Sie uns weiterhin unseren gemeinsamen Zielen verpflichtet bleiben. Danke, Anna. Pass auf dich auf und lass uns einen Unterschied machen. Lektion 2, Spiel weiter. Das klingt nach einer großartigen Idee. Welche Spiele hast du? Nun, ich habe eine Vielzahl von Spielen. Mal sehen. Ich habe Monopoly, Scrabble und Uno. Nett. Monopoly ist ein Klassiker. Ich liebe die Aufregung, Immobilien zu kaufen und ein Imperium aufzubauen. Es ist ein lustiges Spiel, aber es kann ziemlich wettbewerbsfähig werden. Seien Sie auf einige intensive Verhandlungen und strategische Schritte vorbereitet. Ich bin bereit für die Herausforderung. Was ist mit Scrabble? Ich spiele gerne mit Wörtern und teste meinen Wortschatz. Scrabble ist perfekt für Wortliebhaber wie Sie. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Sprachkenntnisse zu erweitern und gleichzeitig Spaß zu haben. Ich bin dabei. Ich freue mich darauf, Sie mit einigen beeindruckenden Worten herauszufordern. Hier damit. Und vergessen wir Uno nicht. Es ist ein schnelles Kartenspiel, das viel Lachen und Überraschungen garantiert. Uno ist ein Knaller. Ich erinnere mich, dass ich es mit meinen Freunden und meiner Familie gespielt habe. Es bringt immer den Wettbewerbsgeist zum Vorschein. Unbedingt. Man weiß nie, was die nächste Karte bringt. Es hält alle auf Trab. Ich freue mich darauf, all diese Spiele zu spielen. Es ist eine Weile her, seit ich einen Spieleabend hatte. Es ist definitiv eine großartige Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen und unbeschwerten Spaß zu haben. Hast du noch andere Spiele, die du empfehlen würdest? Lass mich nachdenken. Oh, ich habe Jenga. Es ist ein nervenaufreibendes Geschicklichkeits- und Gleichgewichtsspiel. Jenga ist fantastisch. Ich liebe die Spannung beim Entfernen von Blöcken, ohne dass der Turm umkippt. Es erfordert ruhige Hände und einen ruhigen Geist. Es ist definitiv eine Gedulds- und Konzentrationsprobe. Ich bin bereit für die Herausforderung. Jenga klingt nach einer großartigen Ergänzung unserer Spielesammlung. Großartig! Wir werden einen Spieleabend voller Lachen, Strategie und ein bisschen freundschaftlichem Wettbewerb haben. Das klingt nach dem perfekten Rezept für einen unterhaltsamen Abend. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich auch nicht. Spieleabende sind immer unvergesslich und voller Überraschungen. In der Tat sind sie es. Lasst uns unsere Spiele zusammenstellen und uns auf einen epischen Spieleabend vorbereiten. Unbedingt. Mach dich bereit für heftige Schlachten und unvergessliche Momente. Ich bin bereit, zu würfeln, ein paar Wörter zu spielen und ein paar Türme zu bauen. Lass die Spiele beginnen. Spiel weiter, John. Möge der beste Spieler gewinnen.
Machen wir diesen Spieleabend zu einem unvergesslichen Abend. Ich bin bereit, meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und viel Spaß zu haben. Machen wir daraus eine unvergessliche Nacht. Spiel weiter, Anna. Lektion 3: Angebote noch einmal überprüfen. Weißt du, manchmal, aber nicht immer, solltest du sowohl online als auch offline nach den besten Angeboten suchen. Das ist ein kluger Ansatz. Online-Shopping bietet Komfort, aber Offline-Geschäfte können versteckte Juwelen enthalten. Unbedingt. Online-Shops bieten oft Rabatte und exklusive Angebote, aber physische Geschäfte könnten Sie mit Werbeaktionen im Geschäft überraschen. Ich stimme zu. Es ist immer gut, die Preise zu vergleichen und verschiedene Optionen zu erkunden, bevor Sie einen Kauf tätigen. Wenn Sie persönlich einkaufen, können Sie die Produkte außerdem sehen und fühlen, bevor Sie sie kaufen. Das ist wahr. Es ist einfacher, die Qualität und Eignung eines Artikels zu beurteilen, wenn Sie ihn aus erster Hand prüfen können. Und vergessen wir nicht die Freude an der sofortigen Befriedigung. Wenn Sie etwas im Geschäft kaufen, können Sie es sofort mit nach Hause nehmen. Das ist ein berechtigtes Argument. Manchmal kann es eine Herausforderung sein, auf die Lieferung zu warten, besonders wenn Sie sich über einen neuen Kauf freuen. Auf der anderen Seite eröffnet das Online-Shopping eine Welt voller Möglichkeiten. Sie können auf eine breitere Produktpalette zugreifen und die Preise auf verschiedenen Websites vergleichen. Unbedingt. Der Komfort, bequem von zu Hause aus in verschiedenen Online-Shops zu stöbern, ist kaum zu übertreffen. Darüber hinaus können Online-Bewertungen wertvolle Einblicke von anderen Kunden liefern, die das Produkt bereits ausprobiert haben. Stimmt. Das Lesen von Bewertungen kann Ihnen helfen, eine fundiertere Entscheidung zu treffen und potenzielle Enttäuschungen zu vermeiden. Es ist jedoch wichtig, vorsichtig zu sein, wenn Sie online einkaufen. Überprüfen Sie immer die Glaubwürdigkeit der Website und sorgen Sie für sichere Zahlungsoptionen. Absolut. Online-Shopping ist mit Risiken verbunden, daher ist es wichtig, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und Ihre persönlichen Daten zu schützen. Einverstanden. Und selbst wenn Sie online ein gutes Angebot finden, lohnt es sich zu prüfen, ob dasselbe Produkt in einem Geschäft in der Nähe erhältlich ist. Das ist eine kluge Strategie. Man weiß nie, vielleicht hat das Geschäft vor Ort ein Sonderangebot oder eine Preisgarantie. Genau. Es geht darum, die Einsparungen zu maximieren und die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden. Die Lektion hier besteht also darin, dies sowohl online als auch offline noch einmal zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Das ist das Wichtigste zum Mitnehmen. Beschränken Sie sich nicht auf einen Einkaufskanal. Erkunden Sie sowohl online als auch offline, um die besten Angebote zu finden. Und denkt dran, es geht nicht nur um den Preis. Berücksichtigen Sie Faktoren wie Produktqualität, Kundenservice und Ihre persönlichen Vorlieben. Kluge Worte, Anna. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen Bequemlichkeit, Erschwinglichkeit und allgemeiner Zufriedenheit zu finden. Absolut, John. Wenn Sie also das nächste Mal einen Kauf tätigen möchten, sollten Sie dies sowohl online als auch offline überprüfen. Sie wissen nie, welche Überraschungen Sie erwarten. Ich hätte es nicht besser sagen können, Anna. Viel Spaß beim Einkaufen, alle zusammen. Mögen Sie die besten Angebote finden und ein großartiges Einkaufserlebnis haben. Prost darauf, John. Viel Spaß beim Einkaufen und mögen Ihre Einkäufe Ihnen Freude und Zufriedenheit bringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Anna. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Einkaufen und spannende Entdeckungen.
Passen Sie auf sich auf und sparen Sie viel Spaß. Lektion 4. Wochenendtrip. Ein spontaner Wochenendtrip hilft definitiv dabei, der Routine zu entfliehen. Unbedingt. Es ist erfrischend, sich vom Alltagstrott zu befreien und neue Orte zu erkunden. Ich stimme zu. Also, irgendwelche Ideen, wohin wir für unser spontanes Abenteuer gehen sollten? Wie wäre es mit einem Roadtrip aufs Land? Wir können die malerische Aussicht genießen und eine Pause vom Trubel der Stadt einlegen. Das klingt fantastisch. Die frische Luft einzuatmen und von der Natur umgeben zu sein, wäre ein perfekter Zufluchtsort. Ich freue mich, dass dir die Idee gefällt. Wir können ein Picknick einpacken, wandern gehen und vielleicht sogar einige Outdoor-Aktivitäten ausprobieren. Ich bin dabei. Es ist eine Weile her, dass ich so ein Abenteuer erlebt habe. Ich freue mich darauf, etwas Neues auszuprobieren. Großartig! Lassen Sie uns eine Liste mit allen wichtigen Dingen erstellen, die wir für die Reise benötigen. Campingausrüstung, Wanderschuhe und natürlich Snacks. Unbedingt. Es ist wichtig, vorbereitet zu sein, aber lassen wir auch Raum für Spontanität und unerwartete Entdeckungen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Spontanität führt oft zu den unvergesslichsten Erlebnissen. Apropos unvergessliche Erlebnisse, hast du irgendwelche lustigen Reisegeschichten, die du teilen möchtest? Oh, wo fange ich überhaupt an? Einmal bin ich beim Wandern versehentlich gestolpert und bin am Ende einen kleinen Hügel hinuntergerollt. Es war ein toller Anblick. Das muss saukomisch gewesen sein. Hast du irgendwelche Kratzer oder Blutergüsse bekommen? Zum Glück nur ein paar kleinere Kratzer. Aber es hat auf jeden Fall für einige gute Lacher bei allen Beteiligten gesorgt. Reiseunfälle können manchmal zu den besten Geschichten werden. Das ist alles Teil des Abenteuers. Unbedingt. Die unerwarteten Momente machen die Reise aufregender und unvergesslicher. So wahr. Ob es darum geht, sich zu verirren, ungewöhnliches Essen zu probieren oder interessante Menschen zu treffen, diese Erlebnisse schaffen bleibende Erinnerungen. Das ist das Schöne am Reisen. Es öffnet uns die Augen für verschiedene Kulturen, erweitert unseren Horizont und weckt lebenslange Erinnerungen. Und selbst wenn wir nicht weit reisen können, können wir jederzeit unsere eigene Stadt erkunden und versteckte Juwelen in der Nähe finden. Das ist ein gutes Argument. Manchmal finden die überraschendsten Entdeckungen direkt in unserem eigenen Hinterhof statt. Also, lasst uns diesen Wochenendtrip zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lassen Sie uns die Spontanität genießen, der Routine entfliehen und unvergessliche Momente schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Lassen Sie uns dieses Abenteuer mit offenem Herzen und offenem Geist beginnen. Auf ein spontanes Wochenende voller Lachen, Erkunden und der Freude, der Routine zu entfliehen. Prost darauf, John. Möge unser spontaner Ausflug das perfekte Mittel gegen unser Fernweh sein. Lass das Abenteuer beginnen. Lass das Abenteuer beginnen, Anna. Ich kann es kaum erwarten, mich auf den Weg zu machen und Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang halten werden. Auf ein unvergessliches Wochenende. Lektion 5. Effektive Kommunikation. Bevor wir beginnen, lassen Sie uns über effektive Kommunikation sprechen. Das ist ein tolles Thema. Effektive Kommunikation ist sowohl in persönlichen als auch in beruflichen Beziehungen von entscheidender Bedeutung.
Absolut. Es hilft uns, unsere Gedanken auszudrücken, andere zu verstehen und starke Verbindungen aufzubauen. Ein wichtiger Aspekt effektiver Kommunikation ist das aktive Zuhören. Es zeigt Respekt und fördert das Verständnis. Aktives Zuhören bedeutet, deine volle Aufmerksamkeit zu schenken, Augenkontakt zu halten und verbale oder nonverbale Hinweise zu geben. Es ist wichtig, ohne Unterbrechung zuzuhören und klärende Fragen zu stellen, um das Verständnis sicherzustellen. Aktives Zuhören bedeutet auch, aufgeschlossen zu sein und verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Auf jeden Fall. Es ermöglicht einen konstruktiveren und aussagekräftigeren Gedankenaustausch. Ein weiteres Schlüsselelement ist ein klarer und prägnanter Ausdruck. Es ist wichtig, Gedanken so zu artikulieren, dass andere sie verstehen können. Die Verwendung einer einfachen und präzisen Sprache hilft, Verwirrung zu vermeiden und stellt sicher, dass die Botschaft effektiv übermittelt wird. Nonverbale Kommunikation ist ebenfalls von Bedeutung. Unsere Körpersprache, unser Gesichtsausdruck und unser Tonfall vermitteln Botschaften. Wenn Sie sich unserer nonverbalen Hinweise bewusst sind und sie bewusst verwenden, kann dies den gesamten Kommunikationsprozess verbessern. Ich stimme zu. Nonverbale Hinweise können Tiefe verleihen und Emotionen vermitteln, die Worte allein möglicherweise nicht ausdrücken. Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist Empathie. Wenn wir uns in die Lage anderer versetzen, können wir ihre Gefühle und Sichtweisen besser verstehen. Empathie fördert das Gefühl der Verbundenheit und schafft einen sicheren Raum für offene und ehrliche Kommunikation. Es ist wichtig, auf unsere eigenen Gefühle zu achten und sie auf respektvolle und konstruktive Weise auszudrücken. Konfliktlösung ist auch eine wertvolle Fähigkeit für eine effektive Kommunikation. Es geht darum, Gemeinsamkeiten zu finden und nach Kompromissen zu suchen. Aktives Zuhören, Empathie und klarer Ausdruck spielen eine entscheidende Rolle bei der friedlichen Lösung von Konflikten. Es ist wichtig, Konflikte umgehend anzugehen und sie mit der Bereitschaft anzugehen, für beide Seiten vorteilhafte Lösungen zu finden. Absolut. Indem wir uns auf effektive Kommunikation konzentrieren, können wir stärkere Beziehungen aufbauen und Missverständnisse vermeiden. Und es ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Wir können unsere Kommunikationsfähigkeiten immer durch Übung und Selbstreflexion verbessern. Das stimmt, John. Es geht darum, achtsam zu sein und sich bewusst zu bemühen, effektiv zu kommunizieren. Danke für dieses aufschlussreiche Gespräch, Anna. Lassen Sie uns weiterhin effektiver Kommunikation in allen Aspekten unseres Lebens Priorität einräumen. Lektion 6: Ruhe und Produktivität in Einklang bringen. Gibt es Ruhetage in deiner Routine? Ja, ich achte darauf, jede Woche mindestens einen Tag frei zu nehmen. Das ist eine großartige Praxis, John. Ruhetage sind wichtig für unser allgemeines Wohlbefinden und unsere Produktivität. Absolut. Es ist wichtig, unserem Geist und Körper die Möglichkeit zu geben, sich aufzuladen und zu erholen. Ruhetage helfen, Burnout vorzubeugen und fördern eine bessere Konzentration und Effizienz, wenn wir zu unseren Aufgaben zurückkehren. Ich stimme zu. Es ist leicht, in einen ständigen Arbeitszyklus verwickelt zu werden, aber Ruhe ist für langfristigen Erfolg unerlässlich. So wahr. Ruhe ermöglicht es uns, unsere Energie wieder aufzufüllen und eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. An meinen Ruhetagen unternehme ich gerne Aktivitäten, die mir helfen, mich zu entspannen und abzuschalten. Was ist mit dir? Ich verbringe gerne Zeit im Freien,
gehe spazieren oder lese einfach ein Buch in einer ruhigen Ecke. Das klingt friedlich. Natur und Lesen können beruhigend auf Körper und Geist wirken. Absolut. Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die uns Freude bereiten und uns helfen, uns vom arbeitsbedingten Stress zu lösen. Ich finde auch, dass Ruhetage eine Gelegenheit zur Reflexion und Selbstfürsorge bieten. Praktizierst du Selbstfürsorge? Ja, Selbstpflege ist lebenswichtig. Es kann so einfach sein wie ein Schaumbad zu nehmen, Achtsamkeit zu üben oder sich einem Hobby hinzugeben. Selbstpflege hilft uns, uns emotional aufzuladen und verbessert unser allgemeines Wohlbefinden. Es ist wichtig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen, ohne sich schuldig oder egoistisch zu fühlen. Es ist eine Investition in uns selbst. In der Tat, wenn wir auf uns selbst aufpassen, können wir uns voll entfalten und in unserem täglichen Leben präsenter sein. Absolut. Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen Produktivität und Selbstfürsorge zu finden. Und es geht nicht nur um körperliche Ruhe, sondern auch um geistige Ruhe. Unserem Geist eine Pause zu gönnen, ist ebenso wichtig. Ich stimme zu. Den ganzen Tag über Pausen einzulegen und unseren Gedanken freien Lauf zu lassen, kann Kreativität und Produktivität steigern. Es ist erstaunlich, wie eine kurze Pause unseren Geist erfrischen und unseren Fokus verbessern kann, wenn wir zu unseren Aufgaben zurückkehren. Absolut. Es geht darum herauszufinden, was für uns individuell am besten funktioniert, und Ruhe in unsere Routinen zu integrieren. Danke, dass du deine Sichtweise geteilt hast, Anna. Es ist eine großartige Erinnerung daran, Ruhe und Selbstpflege zu priorisieren. Du bist willkommen, John. Es war mir eine Freude, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen. Lassen Sie uns weiterhin dieses Gleichgewicht in unserem Leben finden. Einverstanden, Anna. Wir wollen Ruhe und Selbstfürsorge in unsere Routinen integrieren, um ein gesünderes und erfüllteres Leben zu führen. Lektion 7: Persönliche Ziele setzen. Fitness ist toll, aber steht noch etwas anderes auf deiner Zielliste? Definitiv. Fitness ist mir zwar wichtig, aber ich möchte auch meine Zeitmanagementfähigkeiten verbessern. Zeitmanagement ist entscheidend für die Produktivität. Wie planen Sie, daran zu arbeiten? Ich plane, Aufgaben zu priorisieren, realistische Termine zu setzen und Ablenkungen zu minimieren, um das Beste aus meiner Zeit herauszuholen. Das klingt nach einem soliden Plan. Zeitmanagement kann die Effizienz erheblich verbessern und Stress reduzieren. Absolut. Es geht darum, bewusst damit umzugehen, wie wir unsere Zeit verbringen, und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Auf welche anderen Ziele arbeitest du neben Fitness und Zeitmanagement hin? Ein weiteres Ziel von mir ist es, meine Fähigkeiten im öffentlichen Reden zu verbessern. Ich möchte ein selbstbewussterer Moderator werden. Das ist fantastisch. Öffentliches Reden ist eine wertvolle Fähigkeit, die viele Möglichkeiten eröffnen kann. Ja, es kann zu einer besseren Kommunikation, beruflichem Aufstieg und mehr Selbstvertrauen führen. Haben Sie über konkrete Schritte nachgedacht, um Ihr Ziel, in der Öffentlichkeit zu sprechen, zu erreichen? Ja, ich habe vor, einem Club für öffentliche Vorträge beizutreten, regelmäßig zu üben und Feedback einzuholen, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Das ist ein großartiger Ansatz. Übung und konstruktives Feedback sind der Schlüssel zur Beherrschung jeder Fähigkeit. Absolut. Kontinuierliche Verbesserung ist unerlässlich, um unsere Ziele zu erreichen.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, eine wachstumsorientierte Denkweise zu haben und den Lernprozess anzunehmen. Auf jeden Fall. Ziele zu setzen und auf sie hinzuarbeiten, motiviert uns und hilft uns, als Individuen zu wachsen. Absolut. Es geht darum, persönlich zu wachsen und die beste Version von uns selbst zu werden. Und es ist wichtig, Meilensteine auf dem Weg zu feiern, um motiviert und inspiriert zu bleiben. Das ist ein gutes Argument. Unsere Erfolge anzuerkennen und zu feiern, gibt uns Energie und Konzentration. Danke, John, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast. Es war ein anregendes Gespräch über das Setzen persönlicher Ziele. Du bist willkommen, Anna. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Thema mit dir zu besprechen. Auf das Erreichen unserer Ziele und auf kontinuierliches Wachstum. Lektion 8: Den Anforderungen der Verbraucher gerecht werden. Bei der Entwicklung neuer Produkte sollten wir auch die Anforderungen der Verbraucher berücksichtigen. Es ist wichtig, ihre Bedürfnisse zu verstehen. Auf jeden Fall. Auf diese Weise können wir Produkte entwickeln, die bei den Kunden Anklang finden und deren Erwartungen erfüllen. Marktforschung spielt eine entscheidende Rolle beim Verständnis der Verbraucherpräferenzen und Trends. Es hilft uns, fundierte Entscheidungen zu treffen. Absolut. Durch Marktforschung können wir wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, was Kunden wollen, und unser Angebot entsprechend anpassen. Kundenfeedback ist ebenfalls wichtig. Es gibt uns direkte Anregungen von denen, die unsere Produkte verwenden. Ja, wenn wir auf Kundenfeedback hören, können wir Bereiche identifizieren, in denen Verbesserungen möglich sind, und Produkte entwickeln, die ihren Anforderungen besser entsprechen. Es ist wichtig, über Markttrends und sich ändernde Kundenpräferenzen auf dem Laufenden zu bleiben. Wir müssen uns an die sich ändernden Anforderungen anpassen. In der Tat. Der Markt ist dynamisch und die Verbraucherpräferenzen können sich im Laufe der Zeit ändern. Um die Nase vorn zu haben, sind kontinuierliche Überwachung und Anpassung erforderlich. Indem wir unsere Wettbewerber im Auge behalten, können wir auch Erkenntnisse darüber gewinnen, was in der Branche funktioniert und was nicht. Die Überwachung der Wettbewerber hilft uns, Marktlücken zu erkennen und Möglichkeiten zu finden, uns von der Konkurrenz abzuheben und einen einzigartigen Mehrwert zu bieten. Kundenzufriedenheit sollte unsere Priorität sein. Zufriedene Kunden werden nicht nur loyal, sondern verbreiten auch positive Mundpropaganda. Absolut. Zufriedene Kunden können unsere Markenbotschafter werden und uns helfen, neue Kunden zu gewinnen und einen guten Ruf aufzubauen. Der Aufbau starker Kundenbeziehungen ist von entscheidender Bedeutung. Ein exzellenter Kundenservice fördert Vertrauen und Loyalität. Stimmt. Wenn sich Kunden geschätzt und unterstützt fühlen, ist es wahrscheinlicher, dass sie loyal bleiben und unsere Produkte weiterempfehlen. Die Bedürfnisse der Verbraucher zu verstehen und ihre Anforderungen zu erfüllen, sollte im Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stehen. Auf jeden Fall. Indem wir den Kunden an die erste Stelle setzen, können wir Produkte entwickeln, die ihn wirklich ansprechen und unseren Erfolg vorantreiben. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Wir freuen uns darauf, die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen und langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen. Lektion 9: Reiseutensilien. Guter Punkt. Ich trage meine Jacke im Flugzeug. Während des Fluges kann es kühl werden. Kluger Schachzug. Layering ist bei Flugreisen immer eine gute Idee.
Sie können Ihre Kleidung an die Temperatur anpassen. Absolut. Außerdem spart das Tragen der Jacke Platz in meinem Gepäck. Das ist eine praktische Wahl. Apropos Gepäck, vergessen Sie nicht, Toilettenartikel in Reisegröße einzupacken. Auf jeden Fall. Die Verwendung von Produkten in Reisegröße spart Platz und gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften der Fluggesellschaften. Es ist auch praktisch, sie während Ihrer Reise griffbereit zu haben. Du hast recht. Wenn Sie alles Nötige in einer kompakten Größe haben, können Sie sich unterwegs leichter erfrischen. Ein weiterer Tipp ist, vielseitige Kleidungsstücke einzupacken, die gemischt und kombiniert werden können. Das spart Platz und bietet dir mehr Outfit-Optionen. Das ist eine tolle Idee. Ich werde sicherstellen, dass ich vielseitige Teile einpacke, die schick oder lässig angezogen werden können. Es geht darum, die Nutzung jedes einzelnen Gegenstands zu maximieren und gleichzeitig Ihr Gepäck leicht zu halten. Absolut. Und vergiss nicht, eine wiederverwendbare Wasserflasche einzupacken. Während der Reise ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das ist ein Muss. Sie können es an Wasserstationen nachfüllen und den Kauf von Einwegplastikflaschen vermeiden. Denken Sie abschließend daran, wichtige Dokumente wie Ihren Reisepass und Ihre Reiseroute an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufzubewahren. Guter Punkt. Wenn Sie sie organisiert und in Reichweite halten, wird der Reiseprozess reibungsloser. Danke für die Reisetipps, Anna. Ich fühle mich jetzt besser auf meine bevorstehende Reise vorbereitet. Du bist willkommen, John. Gute Reise und eine fantastische Reise. Danke. Ich werde Ihren Rat unbedingt befolgen. Lektion 10. Zeitloser Stil mit Kreolen. Stile, die immer gefragt sind, sind perfekt, findest du nicht? Mir gefällt, wie Kreolen jedem Outfit einen Hauch von Eleganz verleihen können. Absolut, John. Kreolen sind vielseitig und seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Mode. Sie sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich, so dass Sie leicht das perfekte Paar für jeden Anlass finden können. Das ist richtig. Egal, ob Sie kleine, zarte Ringe für den Alltag oder große, auffällige Reifen für einen besonderen Anlass bevorzugen, es gibt für jeden einen Stil. Mir ist aufgefallen, dass Kreolen mühelos sowohl lässige als auch formelle Looks verschönern können. Auf jeden Fall. Sie können ein schlichtes Jeans- und T-Shirt-Ensemble aufwerten oder ein elegantes Abendkleid ergänzen. Welches Material eignet sich Ihrer Meinung nach am besten für Kreolen? Gold, Silber oder etwas anderes? Das hängt von den persönlichen Vorlieben und der gewünschten Ästhetik ab. Gold und Silber sind zeitlose Optionen, aber auch andere Materialien wie Roségold oder Edelstahl können modisch sein. Ich verstehe. Es geht also darum, ein Material auszuwählen, das zu Ihrem Stil passt und zu Ihren anderen Accessoires passt. Genau. Wenn Sie Ihre Kreolen mit Ihrer Halskette oder Ihrem Armband kombinieren, entsteht ein einheitlicher und eleganter Look. Gibt es Richtlinien für die Wahl der richtigen Größe von Kreolen? Es ist subjektiv, John. Kleinere Reifen können für einen subtilen, unaufdringlichen Look sorgen, während größere Reifen ein mutiges Statement abgeben können. Ich denke, es hängt auch von deiner Gesichtsform und deinem persönlichen Stil ab. Ja, das stimmt. Wenn Sie mit verschiedenen Größen experimentieren,
können Sie die Kreolen finden, die Ihren Gesichtszügen am besten schmeicheln. Ich habe einige Kreolen mit komplizierten Mustern oder Verzierungen gesehen. Was denkst du über die? Sie können eine großartige Möglichkeit sein, Ihren Ohrringen visuelles Interesse und Einzigartigkeit zu verleihen. Es hängt alles von Ihrem Stil und dem Anlass ab. Das macht Sinn. Kreolen mit komplizierten Details können ein Gesprächsstarter sein und eine Möglichkeit sein, ihre Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Absolut. In der Mode dreht sich alles um Selbstdarstellung, und Kreolen bieten dafür eine fantastische Gelegenheit. Ich freue mich darauf, verschiedene Arten von Kreolen zu entdecken und mit meinen Looks zu experimentieren. Das ist der Geist, John. Viel Spaß beim Entdecken der unendlichen Möglichkeiten von Kreolen. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Auf ein zeitloses Styling mit Kreolen. T. Ich habe ein wichtiges Interview vor mir. Welche Tipps haben Sie für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch? Vorbereitung ist der Schlüssel. Informieren Sie sich über das Unternehmen, machen Sie sich mit der Rolle vertraut und rechnen Sie mit häufig gestellten Fragen in Das Vorstellungsgesprächen. macht Sinn. Irgendwelche Vorschläge, wie Sie einen guten ersten Eindruck hinterlassen können? Kleiden Sie sich professionell, kommen Sie pünktlich an und begrüßen Sie den Interviewer mit einem selbstbewussten Händedruck und einem Lächeln. Wie kann ich meine Fähigkeiten und Erfahrungen während des Interviews effektiv vermitteln? Verwenden Sie konkrete Beispiele, um Ihre Leistungen hervorzuheben und zu zeigen, wie Ihre Fähigkeiten mit den Stellenanforderungen übereinstimmen. Was ist mit der Körpersprache? Wie kann ich Selbstvertrauen und Engagement vermitteln? Halten Sie guten Augenkontakt, setzen Sie sich aufrecht hin und zeigen Sie mit positiven Gesten aktives Zuhören und Interesse. Ich neige dazu, bei Interviews nervös zu werden. Irgendwelche Ratschläge zum Umgang mit Angst vor Vorstellungsgesprächen? Atme tief durch, erinnere dich an deine Qualifikationen und konzentriere dich darauf, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dem Interviewer stellen sollte? Unbedingt. Bereite durchdachte Fragen zur Unternehmenskultur, Teamdynamik und Wachstumschancen vor. Wie kann ich am Ende des Interviews einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Bringen Sie Ihre Begeisterung für die Stelle zum Ausdruck, danken Sie dem Interviewer für seine Zeit und senden Sie anschließend eine Dankesmail. Sollte ich nachfragen, wenn ich nach dem Interview keine Antwort erhalten habe? Ja, es ist eine gute Idee, eine höfliche Folge-E-Mail zu senden, um Ihr Interesse zu bekräftigen und sich nach den nächsten Schritten zu erkundigen. Was ist, wenn ich während des Interviews einen Fehler mache? Ist es ein Dealbreaker? Fehler passieren. Bleiben Sie gelassen, sprechen Sie alle Fehler ehrlich an und konzentrieren Sie sich darauf, Ihre Stärken unter Beweis zu stellen. Gibt es noch etwas, das ich für ein erfolgreiches Interview beachten sollte? Denke daran, authentisch zu sein, deine Leidenschaft für die Rolle zu zeigen und deine Persönlichkeit durchscheinen zu lassen. Danke für diese wertvollen Tipps, Anna. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Du bist willkommen, John. Ich glaube an deine Fähigkeiten. Viel Glück bei deinem Interview. Ich schätze Ihre Unterstützung und Anleitung, Anna. Ich gebe mein Bestes. Ich habe keinen Zweifel, dass du das großartig machen wirst. Bleib positiv und glaube an dich.
Nochmals vielen Dank, Anna. Ihr Rat bedeutet mir sehr viel. Jederzeit, John. Du schaffst das. Geh da raus und bestehe das Interview. Das werde ich, Anna. Ich werde dich stolz machen. Lektion 12, Schuhe Schuffle. Wussten Sie, dass Sie an einigen Flughäfen während der Vorführung Ihre Schuhe ausziehen müssen? Wirklich? Davon habe ich noch nie gehört. Bist du sicher? Jep. Es ist mir einmal passiert. Sie baten mich, meine Schuhe auszuziehen, bevor ich die Sicherheitskontrolle passierte. Das ist interessant. Ich schätze, sie wollen sicherstellen, dass nichts in deinen Schuhen versteckt ist. Genau. Es ist Teil Ihrer Sicherheitsmaßnahmen, alle zu schützen. Ich verstehe das Bedürfnis nach Sicherheit, aber das Ausziehen der Schuhe kann ziemlich unpraktisch sein, besonders wenn sie es eilig haben. Oh, auf jeden Fall. Ich habe an meinen Schnürsenkellen herumgefummelt und es hat länger gedauert, als ich erwartet hatte. Ich kann mir den Kampf vorstellen. Haben sie dich gezwungen, deine Schuhe für die Röntgenuntersuchung in einen separaten Mülleimer zu stecken? Ja, das haben Sie. Sie baten mich, meine Schuhe in einen Mülleimer zu legen, um sie separat zu scannen. Ich denke, es macht Sinn. Sie wollen einen klaren Überblick darüber haben, was sich in den Schuhen befindet. Absolut. Sie suchen nach potenziellen Bedrohungen oder verbotenen Gegenständen. Musstest du ohne Schuhe durch den Metalldetektor gehen? Ja, ich musste barfuß durch den Metalldetektor gehen. Es fühlte sich ein bisschen komisch an. Ich wette. Barfußlaufen an einem öffentlichen Ort kann ein ziemliches Erlebnis sein. Es war auf jeden Fall eine interessante Sensation. Ich habe darauf geachtet, vorsichtig zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Hatten Sie irgendwelche speziellen Anweisungen, um deine Schuhe wieder anzuziehen? Nein, haben Sie nicht. Nachdem ich die Sicherheitskontrolle passiert hatte, konnte ich meine Schuhe wieder anziehen und meine Reise fortsetzen. Das ist gut zu wissen. Es wäre ziemlich peinlich, barfuß am Flughafen herumzulaufen. Unbedingt. Ich war erleichtert, als ich meine Schuhe wieder anziehen und mich wieder wohlfühlen konnte. Ich frage mich, ob alle Flughäfen die gleichen Richtlinien zum Ausziehen von Schuhen haben oder ob sie von Ort zu Ort unterschiedlich sind. Das ist eine gute Frage. Es könnte sich lohnen, die Vorschriften für jeden Flughafen, über den Sie reisen möchten, zu überprüfen. Auf jeden Fall. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein und zu wissen, was einen erwartet. Absolut. Es kann Ihnen Zeit sparen und Überraschungen während der Sicherheitsüberprüfung verhindern. Das werde ich auf jeden Fall für meine zukünftigen Reisen berücksichtigen. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast, John. Du bist willkommen, Anna. Es ist immer gut, die verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen zu kennen. In der Tat. Es hilft, das gesamte Reiseerlebnis reibungsloser und effizienter zu gestalten. Das ist richtig. Denken Sie also daran, bequeme und leicht ausziehbare Schuhe zu tragen, wenn Sie fliegen. Kluger Rat, John. Komfort und Bequemlichkeit spielen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen eine große Rolle. Genau.
Und damit wünsche ich Ihnen stressfreies Reisen und problemlose Schuhscreenings. Danke, John. Das weiß ich zu schätzen. Auf reibungsloses Reisen und darauf, unsere Schuhe anzuziehen, wann immer möglich. Prost darauf, Anna. Gute Reisen und mögen deine Schuhe sicher an deinen Füßen bleiben. Bis zum nächsten Mal. Lektion 13: Übernachtungsmöglichkeiten. Hallo Anna, ich habe nach Übernachtungsmöglichkeiten für unsere bevorstehende Reise gesucht. Irgendwelche Vorschläge? Hallo John. Das ist großartig. Ich habe tatsächlich auch einige Nachforschungen angestellt. Welche Art von Unterkunft ziehen Sie in Betracht? Ich denke darüber nach, ein Hotel zu buchen, da es praktisch wäre und alle notwendigen Annehmlichkeiten bietet. Was ist mit dir? Ich habe über ein Airbnb nachgedacht. Es ist eine günstigere Option und bietet oft ein einzigartiges lokales Erlebnis. Außerdem haben wir Zugang zu einer Küche und einem Wohnbereich. Das ist ein gutes Argument. Ich genieße es, die lokale Kultur zu erleben. Gibt es bestimmte Stadtteile oder Gebiete, die Sie gefunden haben und die empfohlen werden? Ja, ich bin auf ein paar Optionen gestoßen. Eine befindet sich im Stadtzentrum, was für Besichtigungstouren praktisch wäre. Ein anderer befindet sich am Strand und bietet eine entspannte Atmosphäre. Und es gibt auch ein Viertel, das für sein pulsierendes Nachtleben bekannt ist. Die klingen alle interessant. Ich denke, die Nähe zum Stadtzentrum wäre praktisch, um es zu erkunden. Wie steht's mit dir? Ich stimme zu, eine zentrale Lage würde es uns leichter machen, uns fortzubewegen. Außerdem werden wir einfachen Zugang zu Restaurants und Geschäften haben. Absolut. Lassen Sie uns nun über die Dauer unseres Aufenthalts sprechen. Für wie viele Nächte sollten wir Ihrer Meinung nach die Unterkunft buchen? Ich denke, eine Woche wäre eine gute Dauer. Es würde uns genug Zeit geben, um die Stadt zu erkunden und Tagesausflüge zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten zu unternehmen. Dem stimme ich zu. Wir können unseren Aufenthalt jederzeit verlängern, wenn wir das Gefühl haben, mehr Zeit zu benötigen. Haben Sie sich irgendwelche Angebote oder Rabatte für Unterkünfte angesehen? Ja, ich habe auf verschiedenen Websites nach Sonderangeboten und Rabatten gesucht. Ich werde sicherstellen, dass wir das beste Angebot für uns finden. Das wäre toll, Anna. Ich schätze deine Hilfe dabei. Ich freue mich auf unsere Reise und darauf, die perfekte Unterkunft zu finden. Ich auch, John. Das wird ein unglaubliches Abenteuer. Ich bin zuversichtlich, dass wir die ideale Unterkunft finden werden, die unseren Bedürfnissen und unserem Budget entspricht. Danke für deinen Optimismus, Anna. Ich freue mich darauf, mit Ihnen die Stadt zu erkunden und am Ende eines jeden Tages einen bequemen Ort zu haben, an den ich zurückkehren kann. Du bist willkommen, John. Es wird eine wundervolle Erfahrung und ich kann es kaum erwarten, gemeinsam bleibende Erinnerungen zu sammeln. Einverstanden, Anna. Lassen Sie uns unsere Recherchen fortsetzen und unsere Unterkunft bald fertigstellen. Ich werde mich später bei Ihnen melden, um unsere Ergebnisse zu besprechen. Hört sich gut an, John. Halten wir uns gegenseitig auf dem Laufenden. Wir sprechen uns später. Auf jeden Fall, Anna. Ich spreche bald mit dir. Passt auf euch auf. Lektion 14: Geteilte Leidenschaft für Kunst. Hey Anna, ich wollte dir sagen, wie dankbar ich bin, eine Freundin zu haben, die meine Leidenschaft für Kunst teilt. Hallo John.
Das ist so wunderbar zu hören. Kunst ist wirklich etwas, das Menschen zusammenbringt und es uns ermöglicht, uns auszudrücken. Mir geht es genauso. Es ist erstaunlich, wie Kunst Emotionen hervorruft und Gespräche anregen kann. Hast du eine Lieblingskunstform? Ich fühle mich zu Gemälden hingezogen, besonders zu solchen, die Natur und Landschaften darstellen. Die Art und Weise, wie Künstler die Schönheit der Welt einfangen, ist wirklich faszinierend. Was ist mit Ich dir? stehe mehr auf Bildhauerei. Die Fähigkeit, Materialien zu formen und zu dreidimensionalen Formen zu formen, fasziniert mich. Es ist, als würde ich etwas aus dem Nichts zum Leben erwecken. Das ist unglaublich. Ich bewundere die Geduld und das Geschick, das für die Bildhauerei erforderlich ist. Es ist eine filigrane Kunstform, die Präzision und Liebe zum Detail erfordert. Absolut. Und es ist nicht nur das Endergebnis, das mich fasziniert, sondern der Prozess des Kunstschaffens selbst. Die Reise von einer leeren Leinwand oder einem Steinblock zu einem fertigen Meisterwerk ist beeindruckend. Ich stimme voll und ganz zu. Einem Künstler bei der Arbeit zuzusehen und seinen kreativen Prozess mitzuerleben, kann so inspirierend sein. Es ist, als würde man einen Blick in ihre Fantasie werfen und sehen, wie ihre Vision zum Leben erweckt Es ist wird. auch interessant, wie verschiedene Kunstbewegungen und Stile die Kunstwelt im Laufe der Geschichte geprägt haben. Die Entwicklung der Kunst spiegelt die sich ständig verändernde Natur der Gesellschaft wider. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie Künstler Konventionen in Frage gestellt und Grenzen überschritten haben, was zu neuen Kunstbewegungen geführt hat. Jede Ära hat ihre eigene, einzigartige künstlerische Stimme und ihren eigenen Beitrag. Absolut. Und Kunst beschränkt sich nicht nur auf Gemälde und Skulpturen. Es gibt so viele andere Formen wie Fotografie, Keramik und sogar Performancekunst. Die Möglichkeiten sind endlos. Das ist so wahr. Künstlerischer Ausdruck kennt keine Grenzen. Es ist wunderbar, dass wir in einer Zeit leben, in der Kreativität verschiedene Formen annehmen und Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen erreichen kann. Und deshalb bin ich dankbar, eine Freundin wie dich zu haben, Anna. Wir können gemeinsam die Welt der Kunst erkunden, Galerien besuchen und zum Nachdenken anregende Diskussionen über verschiedene Kunstwerke führen. Ebenso, John. Es ist eine Freude, jemanden zu haben, der Kunst genauso schätzt wie ich. Unsere gemeinsame Leidenschaft ermöglicht es uns, unser Verständnis zu vertiefen und voneinander zu lernen. Absolut. Lasst uns weiterhin gemeinsam Kunst entdecken und feiern. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und sich inspirieren zu lassen. Definitiv, John. Lassen Sie uns unsere künstlerische Reise lebendig halten und die künstlerischen Bemühungen des anderen weiterhin unterstützen und fördern. Ich könnte nicht mehr zustimmen, Anna. Auf eine lebenslange Freundschaft und eine gemeinsame Liebe zur Kunst. Prost darauf, John. Auf viele weitere kreative Abenteuer zusammen. Prost, Anna. Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Lektion 15, Zimmernummer anfragen. Hey Anna, mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, nach deiner Zimmernummer zu fragen. Könntest du mir bitte Bescheid geben? Hallo John. Klar, meine Zimmernummer ist 305. Was ist mit deiner? Danke, Anna. Meins ist Zimmer 412. Übrigens, könnten Sie sich bitte die Uhrzeit für das morgige Treffen notieren? Natürlich, John. Das Treffen ist für 10 Uhr im Konferenzraum geplant.
Vergessen Sie nicht, Ihre Notizen und alle relevanten Dokumente mitzubringen. Danke für die Erinnerung, Anna. Dann sorge ich dafür, dass du vorbereitet bist. Übrigens, hatten Sie die Gelegenheit, das Hotelrestaurant auszuprobieren? Ja, habe ich. Das Essen ist köstlich, besonders Ihre Nudelgerichte. Sie sollten es auf jeden Fall während Ihres Aufenthalts ausprobieren. Das klingt verlockend. Ich werde mir vormerken, das Restaurant irgendwann in dieser Woche zu besuchen. Oh, und wo wir gerade von Notizen sprechen, hast du einen zusätzlichen Stift, den ich mir leihen könnte? Natürlich, John. Bitte schön. Das ist ein zuverlässiger Stift, der flüssig schreibt. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie es zurückgeben, wenn Sie fertig sind. Danke, Anna. Das weiß ich zu schätzen. Übrigens, haben Sie die Annehmlichkeiten des Hotels wie das Fitnesscenter oder den Pool erkundet? Ja, habe ich. Das Fitnesscenter ist gut ausgestattet und der Pool ist ziemlich erfrischend. Wenn Sie etwas Freizeit haben, empfehle ich, sie sich anzusehen. Das ist gut zu wissen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ein Training oder ein Bad zu nehmen, wenn es die Zeit erlaubt. Übrigens, haben Sie Empfehlungen für nahegelegene Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten? Absolut, John. Nur ein paar Blocks vom Hotel entfernt befindet sich ein wunderschöner Park. Es ist perfekt für einen gemütlichen Spaziergang oder ein Picknick. Sie sollten es auf jeden Fall besuchen, wenn Sie die Gelegenheit dazu haben. Das klingt wunderbar. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Reiseroute hinzufügen. Oh, und bevor ich es vergesse, könnten Sie mir bitte das Wi-Fi-Passwort des Hotels aufschreiben? Sicher, John. Das Wi-Fi-Passwort lautet GUS1234. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum Hotelnetzwerk herstellen, um einen nahtlosen Internetzugang zu gewährleisten. Danke, Anna. Danke für deine Hilfe. Ich stelle sicher, dass ich mich mit dem WLAN verbinde, sobald ich mich in meinem Zimmer niedergelassen habe. Übrigens, sind Sie auf gute lokale Cafés in der Nähe gestoßen? Ja, gleich um die Ecke vom Hotel gibt es ein gemütliches Café. Sie servieren exzellenten Kaffee und Gebäck. Ich denke, du wirst es genießen. Das klingt perfekt. Ich bin immer auf der Suche nach einer guten Tasse Kaffee. Ich werde sicherstellen, dass ich dem Café während meines Aufenthalts einen Besuch abstatte. Oh, und noch eine letzte Sache. Könnten Sie bitte die Telefonnummer der Hotelrezeption notieren? Natürlich, John. Die Telefonnummer an der Rezeption ist 555 bis 1234. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie sie gerne an. Danke, Anna. Danke für deine Hilfe bei all diesen Notizen. Wenn ich diese Informationen zur Hand habe, wird mein Aufenthalt auf jeden Fall angenehmer. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, diese zu stellen. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, all diese wichtigen Details aufzuschreiben. Ich werde für einen reibungslosen und angenehmen Aufenthalt sorgen. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich hoffe, Sie haben eine fantastische Zeit im Hotel und Ihr Aufenthalt übertrifft Ihre Erwartungen. Genießen Sie Ihre Reise. Danke, Anna. Ich werde mein Bestes tun, um das Beste daraus zu machen. Passen Sie auf sich auf und sprechen Sie bald. Lektion 16: Erkundung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Hallo Anna, ich habe mir einige Reisebroschüren angesehen und es gibt ein paar Hauptattraktionen, die großartig klingen.
Könnten Sie mir die wichtigsten Orte nennen, die wir besuchen sollten? Hallo John. Absolut. Ein Muss ist das historische Schloss im Herzen der Stadt. Es ist bekannt für seine atemberaubende Architektur und reiche Geschichte. Das klingt faszinierend. Ich werde das Schloss auf jeden Fall zu unserer Reiseroute hinzufügen. Gibt es noch andere Attraktionen, die Sie empfehlen? Definitiv. Ein weiterer Ort, den man gesehen haben muss, ist der berühmte Botanische Garten. Es ist eine wunderschöne Oase voller Pflanzen und Blumen aus der ganzen Welt. Das klingt nach einem friedlichen und malerischen Ort. Ich werde mir eine Notiz machen, um dort etwas Zeit zu verbringen. Gibt es bestimmte Ausstellungen oder Shows, die wir uns ansehen sollten? Ja, im Museum für zeitgenössische Kunst findet eine unglaubliche Kunstausstellung statt. Es zeigt Werke renommierter Künstler und verspricht, ein optischer Leckerbissen zu werden. Das ist fantastisch. Ich bin immer bereit, verschiedene Kunstformen zu erkunden. Ich werde sicherstellen, dass ich etwas Zeit für den Museumsbesuch einplane. Gibt es noch andere erwähnenswerte Attraktionen? Unbedingt. Wir sollten den pulsierenden lokalen Markt nicht verpassen. Es ist ein geschäftiger Ort, an dem wir die authentische Kultur erleben, lokale Köstlichkeiten probieren und einzigartige Souvenirs kaufen können. Das klingt nach einer lebendigen und immersiven Erfahrung. Ich liebe es, lokale Märkte zu erkunden. Ich werde es mir auf jeden Fall zum Ziel setzen, es zu besuchen. Gibt es noch etwas, das du empfehlen würdest? Ein weiterer erwähnenswerter Ort ist die malerische Uferpromenade. Sie bietet einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt und eignet sich perfekt für einen gemütlichen Spaziergang oder eine entspannte Bootsfahrt. Das klingt nach einem malerischen Ort. Ich werde unbedingt meine Kamera mitbringen, um die Schönheit des Flussufers einzufangen. Danke für die Empfehlungen, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass du sie hilfreich fandest. Ich freue mich darauf, diese Attraktionen gemeinsam zu erkunden und in die lokale Kultur einzutauchen. Ich auch, Anna. Es wird ein unvergessliches Abenteuer. Ich schätze Ihre Erkenntnisse und Hinweise bei der Planung unserer Reiseroute. Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich freue mich, einen Beitrag zu leisten und unsere Reise unvergesslich zu machen. Ich kann es kaum erwarten, diese Hauptattraktionen mit Ihnen zu erkunden und bleibende Erinnerungen zu Ebenso, schaffen. Anna. Machen wir das Beste aus unserer Zeit und genießen wir jeden Moment. Nochmals vielen Dank für Ihre wertvollen Vorschläge. Du bist willkommen, John. Wir werden eine tolle Zeit haben. Machen Sie sich bereit für unvergessliche Erlebnisse und viel Spaß. Ich bin bereit dafür, Anna. Lass uns gemeinsam auf dieses Abenteuer einlassen. Ich kann es kaum erwarten, diese Hauptattraktionen zu erkunden und die Schönheit der Stadt zu genießen. Es wird unglaublich, John. Machen Sie sich bereit für einige bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse. Packen Sie Ihre Koffer und lassen Sie uns diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Absolut, Anna. Ich bin bereit und begierig darauf, mich auf diese Reise zu begeben. Auf eine unvergessliche Erkundung dieser Hauptattraktionen.